Ich bin jetzt selber vor ziemlich genau 3 Jahren aus Deutschland weggezogen in ein Nachbarland im Süden. Und seitdem, auch verstärkt in den letzten Wochen und Monaten, aber auch in der Zeit, in der ich in Deutschland aufgewachsen bin und dort gelebt habe, fällt mir jetzt eben verstärkt wieder auf, wie der Diskurs, wie der Umgang mit unseren Mitmenschen und uns selber, das kann ich auch in mir selber sehen, oft von einer gewissen Härte geprägt ist, einer gewissen Zerrissenheit oder eben auch einer Spaltung, wie es auch immer wieder so benannt wird, die mit einer emotionalen Kälte in Verbundenheit steht. Und normal mache ich Videos auf Englisch, aber da ich eine gewisse Zugehörigkeit spüre zu dem Land, in dem ich geboren worden bin, in dem ich aufgewachsen bin, in dem ich auch jetzt immer wieder meine Zeit verbringe, wollte ich ein bisschen dieses Thema beleuchten oder diese Schwierigkeiten und ja, schauen, wie vielleicht ein liebevoller Umgang miteinander mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte. Und speziell meine ich, dass so viele verschiedene Standpunkte und Meinungen und auch Werte in Deutschland existieren, was ja erstmal sehr gut ist. Aber das Verstehen von anderen Meinungen, von anderen Menschen und deren Standpunkten, ich finde, das kommt gerade einfach wesentlich zu kurz. Wir haben Leute, die sich eher dem linken politischen Spektrum zuordnen oder dem rechten. Wir haben Leute, die für oder gegen scheinbar nicht so große Themen sind wie das Tempolimit oder für Fleischessen oder für weniger Fleischessen, für mehr Sozialstaat, für weniger Sozialstaat, für oder gegen Kapitalismus. Und alle, die auf diesem Spektrum von Meinungen und Standpunkten stehen, haben ja die Überzeugung, dass ihr eigener Standpunkt der richtige ist. Vielleicht sogar der beste. Und alle anderen sind falsch. Alle anderen müssen konvertiert werden, überzeugt werden oder vor allen Dingen müssen kritisiert werden. Die Fehler in den Menschen müssen aufgezeigt werden. Und wenn man dann aber generell den Anspruch hat, mehr Harmonie herbeizuführen, größeres Wohlbefinden für die Menschen, ich glaube, das kann man auch auf die ganze Menschheit und alle Länder übertragen oder anwenden, dann ist es, wie ich das sehe und ich glaube, wie es auch einige andere Menschen sehen, glaube ich, nicht ganz der richtige Ansatz. Dass wir immer nur kritisieren und immer nur versuchen, andere bloßzustellen. Sadhguru aus Indien hat mal das Beispiel gebracht, dass unser Verstand wie ein Messer ist oder auch wie ein Messer funktioniert. Dann kann man Dinge zerschneiden, auseinandernehmen, analysieren. Und speziell auch eben in Deutschland sehe ich, dass wir irgendwie mit dem Messer auf andere Leute zugehen und uns dann im Endeffekt auch irgendwie darüber wundern, dass es eine Spaltung gibt in der Gesellschaft, dass die Leute sich eher voneinander entfremden,
dass wir uns selber von uns selber entfremden, weil wir auch unseren eigenen Gefühlen mit diesem Messer entgegengehen. Statt dem Verstehen auch mal mehr Raum zu geben, dem Zuhören, ohne direkt eine Wertung damit reinzubringen, ohne direkt sich angegriffen zu fühlen, ohne sich direkt verteidigen zu müssen oder ohne direkt zurück anzugreifen. Und ich finde das Bildnis von Jesus, also eines der Bildnisse, sehr passend, auch wenn das hier kein religiöses Video ist und auch wenn ich selber mich nicht als Christ identifiziere, aber ich glaube, es ist trotzdem sehr illustrativ, dass da eben ein paar Männer mit einer Frau zu Jesus gekommen sind und gesagt haben, hey, wir haben die beim Sündigen erwischt, nach dem Gesetz müssen wir die jetzt eigentlich steinigen. Und ich glaube, das kennen auch viele, diese Geschichte. Dann hat Jesus eben gesagt, okay, es soll der den ersten Stein werfen, der selber frei ist von Sünden, der selber ein tadelloses Leben führt. Und dann hat er am Ende niemand einen Stein geworfen. Aber um das auf die Situation in Deutschland anzuwenden, irgendwie ist es ja in der Mode, es ist cool, den ersten Stein zu werfen. Man wartet eigentlich jeden Tag nur darauf, einen Stein werfen zu können, wenn irgendeine Situation aufkommt, wo man selber das Gefühl hat, ah ja, jetzt habe ich die Legitimation, jetzt darf ich mich so verhalten, jetzt darf ich meine Aggression irgendwie ausüben. Und die Alternative dazu ist, denke ich, dass wir tatsächlich Liebe und Wärme und Offenheit kultivieren können und praktizieren können. Egal welche Meinung wir haben, egal welchen Standpunkt wir vertreten. Und oft sind es ja auch dann die Leute, die sagen, ich bin ja total lieb, die anderen sind nur scheiße. Die anderen sind ja falsch. Ich bin ja schon total lieb und offen. Ich glaube, für die gilt es auch, dass auch die Menschen, die selber denken, dass sie schon so tadellos sind, dass eben alle mehr Offenheit, mehr Verständnis und eine nicht direkt wertende Haltung kultivieren können. Dass wir alle auch mal wieder ein bisschen mehr aus unserem Herzen heraus leben, kommunizieren und unser Verhalten eher mit unserem Herz in Verbindung bringen, als nur mit unserem Verstand. Und ich glaube, da ist eigentlich die Spaltung zwischen unserem Verstand und unseren Gefühlen. Und das heißt nicht, dass man systemisch nichts ändern kann in Deutschland, dass die Meinungen und Werte nicht auch ihre Berechtigung haben, dass sie nicht auch wirklich vertreten werden sollten. Aber während man seine Meinung und seine Werte vertritt, muss man nicht direkt dabei irgendwie andere Menschen niedermachen oder bloßstellen oder angreifen. Ich glaube, es geht auch anders. Und ich glaube, man kann Achtsamkeit praktizieren, man kann Therapie gehen, man kann in den Wald gehen, man kann auf die Stimme in sich selber, auf seine eigene Intuition hören, die auch oft nicht genug Raum bekommt, wenn nur der Verstand aktiv ist.
Und ja, ich glaube, ich will das Ganze abrunden mit einem Satz, der mich in den letzten Monaten jetzt schon länger begleitet hat, und der ist: Liebe ist Wertschätzung. Und ich glaube, man sieht auch sehr deutlich immer wieder, dass diese Wertschätzung in Deutschland gerade ein bisschen fehlt oder nicht so sehr vorhanden ist. Die Wertschätzung für unsere Mitmenschen, die Wertschätzung für uns selber und unsere eigenen Fähigkeiten, die Wertschätzung für die Natur, also rein geografisch, wo wir leben. Und ja, ich glaube, diese Wertschätzung kann kultiviert werden. Aber wir schätzen jemanden nicht wert, wenn wir der Person nicht zuhören. Und wir schätzen uns selber auch nicht wert, wenn wir uns selber nicht genug zuhören und unsere Taten und Handlungen dem dann auch entsprechend anpassen. Sicher ist es nicht nur relevant für Deutschland. Ich denke, das ist relevant für alle Menschen auf der Erde und alle Länder, über die Ländergrenzen hinaus hinweg relevant. Ja. Aber ich glaube, wir können es alle schaffen, und ich glaube, wir können es auch alle umsetzen. Wieder mehr Liebe, mehr Offenheit und mehr Wertschätzung in unsere alltäglichen Leben zurückzubringen.